Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Warum Liebe wehtut. Eine soziologische Erklärung von Eva Illouz ist ein faszinierendes Werk, das sich mit dem Schmerz und den Herausforderungen moderner Liebesbeziehungen auseinandersetzt. Statt Liebe als individuelle oder rein biologische Erfahrung zu betrachten, analysiert Illouz die Mechanismen der Liebe durch eine soziologische Linse. Sie hinterfragt dabei, warum romantische Beziehungen heutzutage so oft von Unsicherheit, Enttäuschung und Leid geprägt sind. Das Buch gilt als bedeutender Beitrag zur modernen Liebesforschung, da es zeigt, wie gesellschaftliche Strukturen, kulturelle Erwartungen und wirtschaftliche Veränderungen intime Beziehungen prägen. Illouz verbindet dabei Erkenntnisse aus Psychologie, Philosophie und Soziologie, um ein umfassendes Bild der Liebe in der Spätmoderne zu zeichnen. Wer einen neuen Blick auf die Ursachen für Liebesleid sucht und sich für die Bedingungen und Wandlungen von Intimität im 21. Jahrhundert interessiert, findet in diesem Buch aufschlussreiche Antworten und gedankliche Anstöße. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die gesellschaftlichen Voraussetzungen moderner Liebe. Eva Illouz beschreibt zu Beginn, wie sich gesellschaftliche Rahmenbedingungen, insbesondere die Individualisierung und der Kapitalismus, auf unsere romantischen Beziehungen auswirken. Historisch betrachtet waren Ehen und Beziehungen oft ökonomisch und familiär bestimmt. In der Moderne verschiebt sich der Fokus auf Selbstverwirklichung, Emotionen und persönliche Erfüllung. Dies erzeugt jedoch neue Unsicherheiten. Da Liebe als höchst individueller Akt verstanden wird, stehen Menschen unter ständigem Druck, die perfekte Beziehung zu finden und zu erleben. Daraus resultiert ein Gefühl andauernder Vergleichbarkeit, Konkurrenz und Angst, nicht zu genügen. Illouz zeigt, wie Medien, Konsum und marktförmige Strukturen Liebe zu einem Projekt machen, das ständig optimiert werden soll. Daraus ergibt sich ein kulturelles Klima, in dem Verletzungen und Unsicherheiten unausweichlich erscheinen. Zweitens. Das Ideal der romantischen Liebe und seine Folgen. Illouz beleuchtet eindringlich, wie das westliche Ideal der romantischen Liebe zu einer doppelten Belastung geworden ist. Einerseits verspricht die romantische Liebe ultimative Erfüllung und Authentizität. Andererseits kann kein Mensch die hohen Erwartungen dauerhaft einlösen. Filme, Literatur und Populärkultur fördern überhöhte Vorstellungen von Leidenschaft, Bindung und emotionaler Erfüllung. In der Realität jedoch stoßen Paare immer wieder an Grenzen, weil die tatsächliche Beziehung zwangsweise hinter dem gesellschaftlichen Ideal zurückbleibt. Dieses Spannungsfeld aus Wunsch und Wirklichkeit führt dazu, dass Enttäuschungen, Sehnsucht und Schmerz fast unvermeidlich sind. Illouz argumentiert, dass Liebesleid ein direktes Resultat normativer, also gesellschaftlicher Ideale ist und nicht nur ein persönliches Scheitern. Drittens. Die Rolle von Gender und Macht in Liebesbeziehungen, ein zentraler Aspekt, den Illouz in ihrem Buch analysiert, ist die unterschiedliche Wahrnehmung und Erfahrung der Liebe durch Männer und Frauen. Sie erläutert, wie geschlechtsspezifische Sozialisation, kulturelle Rollenbilder und ungleiche Machtverhältnisse zu Missverständnissen und Herausforderungen in Beziehungen führen. Dabei wird deutlich, dass Männer und Frauen unterschiedliche Erwartungen an Intimität, Verpflichtung und Freiheit haben, was zu Konflikten und Liebeskummer beiträgt. Frauen erleben laut Illouz häufiger das Gefühl des Ausgeliefertseins, Unsicherheit und Zurückweisung in Liebesdynamiken, während Männer dazu neigen, emotionale Distanz als Schutzmechanismus einzusetzen. Solche strukturellen Unterschiede resultieren aus jahrhundertelanger Prägung kultureller und sozialer Normen. Viertens. Die Ökonomisierung und Digitalisierung von Beziehungen. Illouz widmet ein ausführliches Kapitel der Frage, wie moderne Technologien und Märkte unsere Beziehungen transformieren. Dating-Plattformen, soziale Medien und die Marktlogik der Partnerwahl führen dazu, dass Menschen ihre romantischen Optionen als Produkte sehen, die bewertet und verglichen werden können.
Diese Ökonomisierung der Liebe führt zu einer endlosen Suche nach etwas Besserem, fördert Unsicherheit und lässt Bindungen instabiler werden. Durch die Digitalisierung ist auch eine Entfremdung in Beziehungsanbahnung zu beobachten. Interaktionen sind oft flüchtiger, viele Beziehungen bleiben oberflächlich oder funktionieren nach Konsum statt Beziehungslogik. Schließlich Therapie, Selbstoptimierung und das Individuum auf dem Liebesmarkt. Im letzten großen Themenblock erläutert Eva Illouz, wie die zunehmende Psychologisierung und Therapieorientierung der Gesellschaft das Erleben von Liebe prägt. Menschen werden dazu angehalten, sich selbst zu hinterfragen, emotionale Blockaden abzubauen und an ihren Bindungsmustern zu arbeiten. Dadurch wird Intimität häufig pathologisiert. Wer leidet, gilt als verbesserungswürdig oder unzureichend entwickelt. Illouz kritisiert, dass dadurch das Leiden an der Liebe schnell zum individuellen Problem umdeklariert wird, statt gesellschaftliche Rahmenbedingungen als Ursache zu erkennen. Das Streben nach Selbstoptimierung läuft laut Illouz Gefahr, das eigentliche emotionale Erleben und die zwischenmenschliche Tiefe zu untergraben. Zusammenfassend: Warum Liebe wehtut, ist ein Buch, das sich insbesondere an Leserinnen und Leser richtet, die die tieferen Ursachen für Liebeskummer und gescheiterte Beziehungen verstehen wollen. Es ist ideal für alle, die sich für Soziologie, Psychologie sowie gesellschaftliche Entwicklungen interessieren und eine kritische Reflexion über das heutige Verständnis von Liebe suchen. Für Studierende, Paare, Singles, aber auch für jene, die in Beratungs- oder Coachingberufen tätig sind, bietet dieses Werk wertvolle Einsichten. Illouz zeigt nicht nur, dass Liebesleid keineswegs ein individuelles Scheitern ist, sondern vor allem gesellschaftliche Ursachen hat. Dieses Verständnis kann dabei helfen, sich von Schuldgefühlen und Selbstzweifeln zu befreien und einen entspannteren, realistischeren Umgang mit Beziehungen zu entwickeln. Im Vergleich zu anderen Liebesratgebern oder psychologischen Analysen liefert Warum Liebe wehtut einen einzigartigen Zugang, der den gesellschaftlichen Kontext betont. Es schützt vor der Individualisierung des Leids und öffnet die Augen für die systemischen Ursachen moderner Beziehungssorgen. Wer bereit ist, Liebe nicht als privates, sondern als gesellschaftlich geprägtes Phänomen zu betrachten, wird mit neuen Erkenntnissen und Instrumenten für ein besseres Beziehungsleben belohnt. Dieses Buch kann helfen, die eigenen Erfahrungen neu einzuordnen, eigene Muster zu erkennen und das Lösen vom Perfektionsdruck zu unterstützen. Daher ist diese soziologische Erklärung der Liebe besonders wertvoll und sollte unbedingt den Vorzug erhalten, wenn man ein tieferes Verständnis für das eigene Beziehungsleben sucht. Wenn Sie unterstützen möchten, Eva Illouz, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.